Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den Archiven der Geschichte, erfüllt vom trockenen Geruch jahrtausendealter Tontafeln, liegt ein tiefes Geheimnis verborgen. Im flackernden Licht einer Lampe entziffern Gelehrte winzige, keilförmige Zeichen. Jedes Symbol ist ein Fenster in die erste Zivilisation der Menschheit. Doch während die Worte langsam ihren Sinn preisgeben, tritt ein beunruhigendes Rätsel zutage. Die Sprache, die hier spricht, die Sprache der Sumerer, ähnelt keiner anderen, die wir kennen. Sie steht allein, ein sprachlicher Monolith, ohne Vorfahren, ohne Nachkommen. Eine Stimme aus der tiefsten Vergangenheit, deren Ursprung im Dunkeln liegt. Guten Abend. Begleiten Sie mich auf einer Reise in die Stille der Zeit zu den Ursprüngen unserer Zivilisation. Unsere Geschichte beginnt nicht mit einem lauten Knall, sondern mit einem leisen Flüstern, das aus dem Staub der Jahrtausende aufsteigt. Stellen Sie sich die weiten, sonnenverbrannten Ebenen des heutigen Irak vor, das Land zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Über Jahrhunderte hinweg war dies eine Landschaft der Mythen, bekannt aus biblischen Erzählungen und antiken griechischen Texten als Mesopotamien. Doch die einst prächtigen Städte Babylon, Ninive, Ur waren zu formlosen Hügeln zerfallen, zu Tells, die ihre Geheimnisse unter Schichten von Sand und Erde verbargen. Für die Beduinen, die ihre Herden durch diese Ebenen trieben, waren es lediglich Landmarken, Geisterhügel, die von Dschinns und alten Königen heimgesucht wurden. Im 19. Jahrhundert jedoch begann eine neue Art von Entdecker, angelockt von diesen vagen Legenden, die Landschaft zu durchkämmen. Männer wie Paul-Émile Botta und Austin Henry Layard waren keine Schatzsucher im üblichen Sinne. Sie suchten nach den Überresten von Imperien, nach der Bestätigung historischer Texte. Mit Schaufeln und Spaten begannen sie, in diese Hügel zu graben, und was sie fanden, übertraf alle Erwartungen. Sie stießen nicht auf Gold oder Juwelen, sondern auf die Fundamente kolossaler Paläste, bewacht von geflügelten Stieren mit Menschenköpfen. Sie legten die Mauern von Städten frei, deren Namen nur noch als Echo in der Geschichte existierten. Und inmitten des Schutts, in den Überresten von Bibliotheken und Archiven, fanden sie etwas noch Wertvolleres. Tausende und Abertausende kleiner, unscheinbarer Tontafeln. Sie waren hart wie Stein gebrannt, bedeckt mit winzigen, keilförmigen Abdrücken. Zunächst war ihre Bedeutung unklar. Waren es bloße Verzierungen? Geheime Codes? Doch bald dämmerte den Gelehrten, dass sie den Schlüssel zu einer vergessenen Welt in Händen hielten. Jede Tafel war eine Stimme aus der Vergangenheit, ein eingefrorener Gedanke. Dies war nicht nur die Entdeckung einer verlorenen Stadt, es war die Wiederentdeckung des Anfangs der aufgezeichneten Geschichte selbst. Eine ganze Zivilisation, die so tief in der Zeit vergraben lag, dass die Menschheit ihre Existenz fast vollständig vergessen hatte, begann, durch diese Tontafeln wieder zu uns zu sprechen. Die schiere Menge der gefundenen Tafeln war überwältigend. Ganze Bibliotheken, die durch die Feuersbrunst, die ihre Städte zerstörte, für die Ewigkeit gebrannt worden waren, kamen ans Licht. Doch die Freude über den Fund wich bald einer tiefen, intellektuellen Herausforderung. Die Schrift auf diesen Tafeln ähnelte nichts, was die europäische Gelehrtenwelt bisher kannte.
Es waren keine eleganten Hieroglyphen wie in Ägypten, die Tiere, Götter und Objekte darstellten. Es war kein Alphabet, bei dem Symbole für einzelne Laute standen. Stattdessen sahen die Forscher ein dichtes Netz aus vertikalen, horizontalen und diagonalen Keilen, die in den weichen Ton gedrückt worden waren. Es war eine zutiefst abstrakte Schrift. Die Technik war einfach und genial zugleich. Ein Schreiber nahm einen Schilfgriffel mit einem dreieckigen oder quadratischen Querschnitt und drückte ihn in eine Tafel aus feuchtem Lehm. Durch Variation des Winkels und der Drucktiefe entstanden die charakteristischen Keile. Doch aus dieser Einfachheit erwuchs eine enorme Komplexität. Die Zeichen schienen in unzähligen Kombinationen aufzutreten. Manche waren einfach, andere bestanden aus einem Dutzend oder mehr einzelner Keile. Die Frage, die die Gelehrten des 19. Jahrhunderts umtrieb, war fundamental. Was repräsentierten diese Keile? Waren es Silben, ganze Wörter oder vielleicht beides? Die Struktur der Schrift war ein Labyrinth. Ohne einen Schlüssel, ohne einen Bezugspunkt, schien eine Entzifferung unmöglich. Man nannte sie Keilschrift, vom lateinischen Cuneus für Keil. Aber dieser Name beschrieb nur ihre Form, nicht ihren Inhalt. Die Tafeln selbst waren stumme Zeugen. Man konnte das Gewicht des Lehms in der Hand spüren, die Fingerabdrücke eines Schreibers erahnen, der vor 4000 Jahren lebte. Man konnte die Präzision bewundern, mit der die Zeichen gesetzt wurden. Aber ihre Botschaft blieb vollkommen verschlossen. Es war, als hätte man die größte Bibliothek der antiken Welt gefunden, nur um festzustellen, dass man kein einziges Wort darin lesen konnte. Jeder einzelne Keil war ein Teil eines Puzzles von monumentalen Ausmaßen, und die Lösung lag irgendwo in den Palästen Persiens und den Felswänden des Zagros-Gebirges verborgen. Die Entzifferung der Keilschrift ist eine der größten Detektivgeschichten der Wissenschaftsgeschichte. Sie war kein einzelner Geistesblitz, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger, mühevoller Arbeit von Gelehrten aus ganz Europa, die in einem Wettstreit von Ehrgeiz und Zusammenarbeit standen. Der entscheidende Durchbruch kam nicht aus den staubigen Ruinen Mesopotamiens, sondern von einer monumentalen Felsinschrift im heutigen Iran, der Behistun-Inschrift. Hoch über einer alten Handelsroute hatte der persische Großkönig Darius Efbe um 500 vor Christus seinen Sieg in 3 verschiedenen Sprachen in den Fels meißeln lassen: in Altpersisch, Elamisch und Babylonisch. Alle 3 verwendeten eine Form der Keilschrift. Der britische Offizier Henry Rawlinson riskierte unter lebensgefährlichen Bedingungen sein Leben, um sich an der Felswand abzuseilen und die Inschriften exakt abzupausen. Diese 3-sprachige Inschrift war der Schlüssel, der Rosetta-Stein der Keilschriftforschung. Die Gelehrten begannen mit dem Altpersischen. Sie vermuteten richtig, dass es sich um eine alphabetischere, einfachere Form der Keilschrift handelte und mit bekannten indoeuropäischen Sprachen verwandt war. Ein deutscher Gymnasiallehrer, Georg Friedrich Grotefend, hatte bereits Jahre zuvor einen genialen ersten Schritt getan. Er setzte darauf, dass sich in den königlichen Inschriften wiederholende Formeln wie X, großer König, König der Könige, Sohn von Yx-Ikr finden müssten. Indem er die Namen bekannter persischer Könige wie Dareios, Xerxes und Hystaspes einsetzte, konnte er die Lautwerte für mehrere Keilschriftzeichen korrekt identifizieren. Rawlinson und andere bauten auf dieser Grundlage auf. Nachdem das Altpersische weitgehend entschlüsselt war, hatten sie eine Vorlage. Sie konnten nun den altpersischen Text mit den beiden anderen, weitaus komplexeren Keilschrifttexten
auf der Behistun-Inschrift vergleichen. Langsam, Zeichen für Zeichen, entrissen sie der babylonischen Schrift ihre Geheimnisse. Sie erkannten, dass diese Schrift weitaus komplizierter war. Ein Zeichen konnte eine ganze Silbe oder ein ganzes Wort darstellen. Im Jahr 1857 fand der ultimative Test statt. Die Royal Asiatic Society in London gab 4 führenden Forschern unabhängig voneinander eine Kopie einer neu entdeckten Tontafel zur Übersetzung. Als ihre Ergebnisse nahezu identisch zurückkamen, war es offiziell. Die Keilschrift war entziffert. Die Stimmen von Babylon und Assyrien konnten wieder gehört werden. Mit der Entzifferung der babylonischen Keilschrift, die wir heute als akkadisch bezeichnen, öffnete sich ein Tor zu einer unglaublichen Fülle von Informationen. Die Gelehrten konnten nun Königslisten, Epen, wie das Gilgamesch-Epos, Gesetzestexte, Verträge und private Briefe lesen. Die Welt der Assyrer und Babylonier trat aus dem Dunkel der Geschichte hervor. Und schnell wurde klar, ihre Sprache, das Akkadische, gehörte zur semitischen Sprachfamilie, war also entfernt verwandt mit dem Hebräischen, Aramäischen und Arabischen. Die Grammatik, die Wurzeln der Verben, alles passte in ein bekanntes Schema. Doch je mehr die Forscher lasen, desto mehr stießen sie auf seltsame Anomalien, auf Puzzleteile, die einfach nicht passen wollten. In vielen Texten fanden sie Wörter, die keine semitischen Wurzeln hatten. Noch merkwürdiger war die Schrift selbst. Das System von Logogrammen und Silbenzeichen schien für eine semitische Sprache unnötig kompliziert. Warum sollte ein Zeichen wie ein Stern sowohl für das Wort Gott als auch für die Silbe an stehen? Die Lösung für dieses Rätsel fand sich in den Bibliotheken der assyrischen Könige selbst, insbesondere in der Bibliothek von Assurbanipal in Ninive. Dort entdeckten die Archäologen etwas Erstaunliches: regelrechte Wörterbücher und Grammatiktafeln. Es waren zweisprachige Texte, in denen Listen von Zeichen und Wörtern in einer Spalte auf Akkadisch und in einer anderen Spalte in einer völlig unbekannten Sprache standen. Die assyrischen und babylonischen Schreiber hatten diese Sprache offenbar selbst studiert, so wie wir heute Latein oder Altgriechisch lernen. Sie war für sie eine klassische, heilige Sprache, die Sprache ihrer Religion, ihrer Mythen und ihrer ältesten Wissenschaft. Diese ältere Sprache, die von den Keilschrifterfindern selbst gesprochen worden war strukturell völlig anders als das Akkadische. Sie war agglutinierend. Das heißt, sie reihte verschiedene Morpheme an einen Wortstamm, um grammatische Bedeutung zu erzeugen. Ganz anders als die flektierenden semitischen Sprachen. Sie hatte keine bekannten Verwandten, weder unter den semitischen noch den indoeuropäischen oder irgendeiner anderen bekannten Sprachfamilie der Welt. Die Gelehrten nannten diese Sprache Sumerisch, nach dem antiken Land Sumer im südlichen Mesopotamien. Damit war das sumerische Problem geboren. Man hatte eine Sprache gefunden, die vor allen anderen aufgezeichnet worden war. Eine Geistersprache, die in den Texten ihrer Nachfolger überlebt hatte. Doch wer waren die Menschen, die sie sprachen? Und woher, um alles in der Welt, kam diese einzigartige, isolierte Sprache? Guten Abend. In unserer stillen Reise durch die Zeit nähern wir uns nun einem der tiefsten Mysterien der sumerischen Kultur, ihrer Sprache. Stellen Sie sich einen riesigen alten Baum vor, dessen Äste und Zweige unzählige Sprachen und Dialekte darstellen. Wir sehen die große indogermanische Familie, von der Deutsch und Englisch abstammen. Wir sehen die semitische Familie,
zu der Akkadisch, Arabisch und Hebräisch gehören. Fast jede Sprache, die wir kennen, hat Verwandte, Cousins und Vorfahren. Sie gehört zu einer Familie. Und dann, allein auf diesem weiten Feld der menschlichen Kommunikation, steht Sumerisch. Es ist ein Baum ohne Äste, ohne erkennbare Wurzeln, die ihn mit einem anderen verbinden. Dies nennen Linguisten ein Sprachisolat. Es ist eine Sprache ohne nachweisbare genetische Verwandtschaft zu irgendeiner anderen bekannten Sprache, sei sie lebendig oder ausgestorben. Baskisch, das in den Pyrenäen gesprochen wird, ist ein bekanntes modernes Beispiel, aber Sumerisch ist ein antikes Isolat und das macht sein Rätsel noch tiefgreifender. Es tauchte im 4. Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien auf, einer Region, die ein wahrer Schmelztiegel der Völker und Sprachen war. Um die Sumerer herum sprachen die Menschen semitische Sprachen wie Akkadisch. Später kamen andere Völker mit ihren eigenen Sprachen hinzu. Doch Sumerisch blieb fremd, einzigartig. Es war nicht nur ein anderer Dialekt, es war eine fundamental andere Art, die Welt in Worte zu fassen. Alle Versuche, es mit anderen Sprachfamilien zu verbinden, ob mit den dravidischen Sprachen Südindiens, den Munda-Sprachen, den Ural- oder kaukasischen Sprachen, sind gescheitert. Jede vorgeschlagene Verbindung erwies sich bei genauerer Prüfung als zufällige Ähnlichkeit oder als Ergebnis späterer Sprachkontakte, nicht aber als gemeinsame Abstammung. Die sumerische Sprache steht also vor uns wie ein monolithischer Findling in einer fremden Landschaft. Sie erzählt uns von einem Volk, dessen Ursprünge im Dunkel der Vorgeschichte verloren sind, einem Volk, das uns zwar seine Schrift, seine Mythen und seine Städte hinterlassen hat, aber das Geheimnis seiner eigenen Herkunft mit ins Grab nahm. Diese Isolation ist keine bloße akademische Kuriosität. Sie ist der Schlüssel zum Verständnis der sumerischen Identität und ihrer einzigartigen Weltsicht, die wir in den kommenden Momenten weiter ergründen werden. Die Keilschrifttafeln schweigen, die Zeichen, die vor Jahrtausenden in den feuchten Ton gedrückt wurden, sind stumme Zeugen einer untergegangenen Welt. Wie können wir also hoffen, die Stimme der Sumerer jemals wieder zu hören? Wie können wir wissen, wie ihre Gedichte und Klagen, ihre Gesetze und Mythen einst klangen? Die Antwort liegt in einem glücklichen Umstand der Geschichte, dem Aufstieg der Akkader. Als dieses semitisch sprechende Volk die politische Macht in Mesopotamien übernahm, taten sie etwas Bemerkenswertes. Statt die sumerische Kultur auszulöschen, bewunderten und übernahmen sie. Sumerisch wurde zur klassischen Sprache der Religion, der Literatur und der Wissenschaft, ähnlich wie Latein im mittelalterlichen Europa. Akkadische Schreiber mussten Sumerisch lernen. Und um dies zu tun, schufen sie die ersten Wörterbücher und Grammatiken der Menschheitsgeschichte. In diesen zweisprachigen Texten finden wir den Schlüssel. Die akkadischen Schreiber notierten neben den sumerischen Zeichen, die oft ganze Wörter oder Konzepte darstellten, auch deren Aussprache in akkadischer Silbenschrift. Dies ist unser Fenster zum Klang des Sumerischen. Da wir wissen, wie das semitische Akkadisch ungefähr ausgesprochen wurde, können wir die sumerischen Laute rekonstruieren. Es ist ein mühsamer detektivischer Prozess. Wir vergleichen Tausende von Einträgen, suchen nach Mustern und leiten Lautgesetze ab. Wir können Konsonanten wie G, D oder R und Vokale wie A, I und U mit einiger Sicherheit identifizieren. Doch die Rekonstruktion hat ihre Grenzen. Die akkadische Schrift konnte nicht alle Nuancen des Sumerischen wiedergeben. Möglicherweise gab es Laute im Sumerischen, die im Akkadischen nicht existierten.
und daher nur annähernd umschrieben wurden. Wir streiten bis heute über die genaue Aussprache bestimmter Konsonanten oder ob es möglicherweise Vokalklänge wie O oder E gab, die in der Umschrift verloren gingen. Die Melodie der Sprache, ihr Rhythmus und ihre Betonung sind für immer verloren. Was wir rekonstruieren, ist ein Skelett aus Lauten, eine akademische Annäherung. Dennoch, wenn wir heute die Worte Dingir für Gott oder Lugal für König aussprechen, kommen wir dem Klang, der vor 5000 Jahren durch die Tempel von Uruk hallte, erstaunlich nahe. Wir hauchen den stummen Zeichen Leben ein und lauschen dem Echo einer verlorenen Stimme aus dem Staub der Zeit. Lassen Sie uns nun tiefer in den Geist der sumerischen Sprache eintauchen, in ihre innere Architektur. Und wir müssen uns darauf einstellen, unsere eigenen sprachlichen Gewohnheiten hinter uns zu lassen. Denn die sumerische Grammatik funktioniert nach Prinzipien, die uns fremd erscheinen. Zunächst ist Sumerisch eine agglutinierende Sprache. Stellen Sie sich ein Wort nicht wie einen festen Stein vor, sondern wie eine lange Kette, an die immer neue Glieder angefügt werden können. An einen zentralen Wortstamm, zum Beispiel du, was bauen bedeutet, werden wie Perlen auf einer Schnur verschiedene Präfixe und Suffixe angehängt. Jedes dieser kleinen Elemente hat eine einzige klare grammatische Funktion. So könnte ein einziges, langes, sumerisches Wort bedeuten, nachdem er es für ihn dort wieder aufgebaut hatte. Im Deutschen benötigen wir dafür einen ganzen Satz. Diese Methode des Anklebens von Bedeutungen verleiht der Sprache eine enorme Präzision und eine fast mathematische Eleganz. Noch fremdartiger ist das Prinzip der Ergativität. In den meisten europäischen Sprachen wie dem Deutschen unterscheiden wir zwischen Subjekt und Objekt. Im Satz „Der König baut den Tempel“ ist der König das aktive Subjekt. Im Satz „Der König schläft“ ist der König ebenfalls das Subjekt, obwohl er nichts tut. Unser System konzentriert sich auf den Handelnden. Das Sumerische sieht die Welt anders. Es unterscheidet nicht zwischen Subjekt und Objekt, sondern zwischen dem Verursacher einer Handlung und dem, was von einer Handlung betroffen ist. Im Satz „Der König baut den Tempel“ erhält der König eine spezielle Endung, den Ergativkasus, weil er die Handlung aktiv vollzieht. Der Tempel, der betroffen ist, steht im Absolutivkasus. Aber im Satz „Der König schläft“ steht der König ebenfalls im Absolutivkasus. Genau wie der Tempel, denn er ist in einem Zustand, er tut nichts aktiv mit einem anderen Objekt. Für einen Sumerer waren der schlafende König und der gebaute Tempel grammatikalisch auf einer Stufe. Diese ergative Struktur offenbart eine Weltsicht, die weniger auf den Handelnden als auf die Handlung selbst und ihre Auswirkungen fokussiert ist. Es ist eine Grammatik, die nicht fragt, wer tut was, sondern was geschieht und wer oder was ist daran beteiligt. Eine Logik aus einer anderen Welt. Eine Sprache ist mehr als nur Grammatik und Laute. Sie ist ein Archiv der Gedanken, ein Spiegel der Seele eines Volkes. Indem wir die Wörter der Sumerer betrachten, blicken wir direkt in ihre Welt. Wir erkennen, was ihnen wichtig war, was sie fürchteten und wie sie ihre Realität ordneten. Nehmen wir das Wort für König, Lugal. Es ist eine simple Zusammensetzung aus zwei Wörtern. Lu, was Mensch bedeutet, und Gal, was groß bedeutet. Ein König war also schlicht ein großer Mensch. Diese bodenständige, fast pragmatische Bezeichnung steht im Kontrast zu den späteren, hochtrabenden Titeln anderer Kulturen.
Sie verrät uns etwas über die frühen sumerischen Vorstellungen von Herrschaft. Sie basierte auf persönlicher Fähigkeit und Statur, nicht allein auf göttlicher Abstammung. Oder betrachten wir das Wort für Universum. Anki, eine Verbindung von An und Ki. Für die Sumerer war die Gesamtheit der Existenz die untrennbare Einheit von Himmel und Erde. Es gab keine abstrakte Vorstellung eines Kosmos oder Weltalls, sondern eine sehr konkrete, dualistische Realität, die ihr tägliches Leben bestimmte. Besonders faszinierend sind Wörter, für die uns eine direkte Übersetzung fehlt. Das Konzept des Me ist eines davon. Es wird oft als göttliche Dekrete, Essenz oder unveränderliche Gesetze übersetzt, aber keine dieser Umschreibungen erfasst es vollständig. Die Eme waren die fundamentalen Prinzipien und Kräfte, die die Zivilisation ermöglichten. Von der Königsherrschaft und dem Priestertum bis hin zum Handwerk des Schmieds und der Kunst des Schreibens. Diese Kräfte waren nicht abstrakt, sondern galten als konkrete Objekte, die von den Göttern gehütet und manchmal sogar gestohlen werden konnten. Die Sprache zeigt uns eine Welt, in der das Göttliche und das Weltliche, das Abstrakte und das Konkrete untrennbar miteinander verwoben waren. Jedes Wort, das wir entziffern, ist wie das Öffnen eines kleinen Fensters in diese uralte Denkweise. Wir lernen nicht nur, wie die Sumerer sprachen, sondern wie sie dachten, wie sie ihre komplexe Gesellschaft organisierten und wie sie ihren Platz zwischen der Erde, unter ihren Füßen und dem Himmel über ihren Zikkurats verstanden. In der Stille der Archive, zwischen unzähligen Tontafeln, die Ernten und Tributzahlungen verzeichnen, geschah etwas Revolutionäres. Die sumerische Sprache, dieses präzise Werkzeug der Verwaltung, begann zu singen. Sie löste sich von den Fesseln der reinen Nützlichkeit und wurde zum Medium für die tiefsten Ängste und Hoffnungen der Menschheit. Hier, im fruchtbaren Zweistromland, finden wir die Morgendämmerung der Weltliteratur. Das bekannteste Zeugnis dieses schöpferischen Erwachens ist zweifellos das Epos von Gilgamesch. In seinen frühesten sumerischen Versionen, lange bevor es in akkadischer Sprache kanonisiert wurde, begegnen wir dem König von Uruk nicht nur als herrischem Herrscher, sondern als einer zutiefst menschlichen Figur. Wir lesen von seiner tiefen Freundschaft mit dem wilden Enkidu, von ihrem gemeinsamen Kampf gegen das Ungeheuer Humbaba und von dem Schmerz, der Gilgamesch nach dem Tod seines Freundes verzehrt. Dieser Schmerz treibt ihn auf eine verzweifelte Suche nach dem ewigen Leben, eine Suche, die letztlich scheitern muss. Das Epos stellt Fragen, die uns heute noch genauso bewegen. Was ist der Sinn des Lebens angesichts der Gewissheit des Todes? Was bedeutet Freundschaft? Wie findet man seinen Platz in der Welt? Die sumerische Sprache mit ihrer komplexen, agglutinierenden Struktur erwies sich als erstaunlich fähig, diese existenziellen Themen in kraftvolle Poesie zu kleiden. Doch Gilgamesch war nicht allein. Wir finden Klagelieder über den Fall großer Städte wie Ur, die den kollektiven Schmerz einer ganzen Zivilisation ausdrücken. Wir entdecken Mythen über die Göttin Inanna und ihre Reise in die Unterwelt. Eine Erzählung über Macht, Verlust und Wiedergeburt. Diese Texte sind keine einfachen Göttergeschichten. Sie sind komplexe theologische und philosophische Abhandlungen, die in narrative Form gegossen wurden. Sie zeigen uns, dass die Sumerer nicht nur Baumeister und Bürokraten waren, sondern auch Dichter und Denker, die als Erste versuchten, das menschliche Drama in geschriebenen Worten für die Ewigkeit
festzuhalten. Sprachen werden geboren, sie leben und sie sterben. Das ist ein natürlicher Zyklus in der menschlichen Geschichte. Auch das Sumerische ereilte dieses Schicksal. Um etwa 2000 vor unserer Zeitrechnung, nach dem Fall der 3. Dynastie von Ur, verstummte es als gesprochene Alltagssprache. Die semitische Sprache Akkadisch, die schon lange parallel existiert hatte, wurde nun zur dominierenden Lingua Franca in Mesopotamien. Doch das Sumerische verschwand nicht. Es vollzog eine bemerkenswerte Transformation. Es wurde zum Latein seiner Zeit, eine klassische, heilige Sprache, die von Gelehrten, Priestern und Schreibern über weitere 2 Jahrtausende bewahrt und studiert wurde. In den Schreiberschulen, den sogenannten Edubas, mühten sich Generationen von akkadischen und später babylonischen und assyrischen Schülern damit ab, die komplexen Zeichen und die fremde Grammatik des Sumerischen zu meistern. Warum diese enorme Anstrengung? Weil Sumerisch der Schlüssel zur Vergangenheit war. Es war die Sprache der Götter, der ältesten Rituale und der grundlegenden Mythen. Ein Priester, der ein Opfer darbringen wollte, musste die alten sumerischen Formeln rezitieren, um ihre Wirksamkeit zu garantieren. Ein König, der seine Legitimität beweisen wollte, ließ seine Inschriften oft in einem archaisierenden Sumerisch verfassen, um sich in die ehrwürdige Tradition seiner Vorgänger zu stellen. Um dieses Wissen zu bewahren, schufen die mesopotamischen Gelehrten ein beeindruckendes philologisches Werkzeug. Sie erstellten zweisprachige Listen, Wort für Wort, Zeile für Zeile. Diese lexikalischen Listen sind für uns heute von unschätzbarem Wert. Sie sind unsere Rosetta-Steine für das Sumerische, die es uns ermöglichen, die Bedeutung von Wörtern und die Nuancen der Grammatik zu verstehen. Das Sumerische lebte also weiter in den Tempeln, in den Bibliotheken von Ninive und den Palästen von Babylon. Es war die Sprache der Astronomie, der Mathematik, der Medizin und des Rechtswesens. Selbst als die Keilschrift langsam von der einfacheren aramäischen Alphabetschrift verdrängt wurde, hielten die letzten Schreiber an der alten Sprache fest, ein letztes Echo einer längst vergangenen Welt, das erst im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung endgültig verklang. Wenn eine Sprache so isoliert in der Geschichte steht wie das Sumerische, wird sie zu einem Magneten für Spekulationen. Linguisten wie Detektive suchen nach kleinsten Hinweisen, nach entfernten Echos, die auf eine verlorene Verwandtschaft hindeuten könnten. Eine der beständigsten und faszinierendsten Hypothesen blickt weit nach Osten, in Richtung des indischen Subkontinents. Dies ist die dravidische Hypothese. Sie postuliert eine Verbindung zwischen dem Sumerischen und der dravidischen Sprachfamilie, zu der heute Sprachen wie Tamil, Telugu und Kannada in Südindien gehören. Auf den ersten Blick scheint die Idee plausibel. Beide Sprachgruppen sind agglutinierend. Das heißt, sie bilden komplexe Wörter und grammatische Formen durch das Anhängen von Affixen an einen Wortstamm. Es gibt auch einige verlockende lexikalische Parallelen. Das sumerische Wort für Berg, Kur, ähnelt dravidischen Wörtern für Hügel oder Berg. Das Wort Ur, das Stadt bedeutet, findet mögliche Entsprechungen. Archäologische Funde belegen zudem einen frühen Seehandel zwischen Mesopotamien und der Induskultur, deren Sprache möglicherweise dravidisch war. Könnten die Sumerer also Einwanderer vom indischen Subkontinent gewesen sein? So verlockend diese Verbindungen auch sind, sie halten einer strengen wissenschaftlichen Prüfung nur schwer stand. Die Ähnlichkeiten sind oft vage und könnten reiner Zufall sein. Nach Tausenden von Jahren der getrennten Entwicklung sind zufällige Wortähnlichkeiten
zwischen zwei beliebigen Sprachen statistisch zu erwarten. Die grammatikalischen Gemeinsamkeiten, wie die Agglutination, finden sich in vielen nicht verwandten Sprachen weltweit. Eine andere, heute weitgehend verworfene Theorie versuchte, Sumerisch mit der ural-altaischen Sprachfamilie zu verbinden, die Sprachen wie Finnisch, Ungarisch und Türkisch umfasst. Auch hier war die agglutinierende Struktur der Hauptanhaltspunkt, aber die lexikalischen Beweise waren noch spärlicher. Diese Spurensuche im Osten zeigt uns die Schwierigkeit unserer Aufgabe. Wir jagen Phantomen in der tiefen Vergangenheit, bewaffnet nur mit den erodierten Überresten von Wörtern. Jede Hypothese bleibt ein faszinierendes Gedankenspiel, ein Was wäre wenn, das uns die Weite des Unbekannten vor Augen führt. Die Suche nach den Verwandten des Sumerischen führt uns unweigerlich an die äußersten Grenzen der historischen Linguistik, in ein Reich der Makrofamilien und der tiefen Zeit, das ebenso faszinierend wie umstritten ist. Was, wenn die Verbindungen nicht zu einer einzelnen Sprachfamilie führen, sondern zu einem gemeinsamen Vorfahren vieler Familien? Dies ist die Grundidee hinter der nostratischen Hypothese. Pioniere der vergleichenden Sprachwissenschaft postulierten im 20. Jahrhundert die Existenz einer riesigen Ursprachfamilie, nostratisch genannt, die als gemeinsamer Vorfahre der indogermanischen, uralischen, altaischen, dravidischen und afroasiatischen Sprachen gedient haben soll. Es ist ein atemberaubender Gedanke, dass Englisch, Finnisch, Türkisch, Tamil und Altägyptisch letztlich auf eine einzige Sprache zurückgehen, die vor vielleicht 15.000 Jahren irgendwo in Eurasien gesprochen wurde. Natürlich versuchten einige Forscher auch das Sumerische in dieses gewaltige Schema zu integrieren. Sie suchten nach Spuren nostratischer Wurzeln in sumerischen Wörtern, nach Überresten einer uralten Grammatik. Andere Theorien schlugen alternative Makrofamilien vor, wie die dänekaukasische Hypothese, die versucht, so unterschiedliche Sprachen wie Baskisch im Westen, die Na-Dene-Sprachen in Nordamerika und eben auch Sumerisch miteinander zu verbinden. Wir müssen hier mit äußerster intellektueller Vorsicht vorgehen. Diese Makrofamilien sind in der Mainstream-Linguistik höchst umstritten. Die Zeitspanne, über die wir hier sprechen, ist so immens, dass die Methoden der vergleichenden Sprachwissenschaft an ihre Grenzen stoßen. Sprachen verändern sich ständig. Nach 10.000 oder 15.000 Jahren ist es fast unmöglich, zufällige Ähnlichkeiten von echten genetischen Verwandtschaften zu unterscheiden. Die Signale sind zu schwach, das Rauschen der Zeit ist zu laut. Das Ringen um die Klassifizierung des Sumerischen innerhalb dieser hypothetischen Makrofamilien ist daher weniger ein Beweis für eine tatsächliche Verwandtschaft, als vielmehr ein Zeugnis für die menschliche Sehnsucht, Ordnung im Chaos der Geschichte zu finden. Es zeigt uns die Grenzen unseres Wissens. Das Sumerische bleibt ein Monolith. Vielleicht ist es der letzte Überlebende einer längst verschwundenen Sprachwelt, deren andere Mitglieder spurlos vergingen. Vielleicht ist seine Isolation kein Rätsel, das gelöst werden muss, sondern eine fundamentale Tatsache, die wir akzeptieren müssen. Atmen wir tief ein und lauschen der Stille zwischen den Keilschriftzeichen. In dieser Stille verbirgt sich vielleicht ein noch älteres Echo. Eine Stimme, die verhallte, lange bevor das erste sumerische Wort in Ton geritzt wurde. Dies ist die faszinierende und zugleich schwer fassbare Welt der Substrattheorie. Linguisten, die das Sumerische studieren, stoßen immer wieder auf seltsame Anomalien, auf Wörter, die sich nicht ganz in das System fügen. Es sind oft die grundlegendsten Begriffe.
Die Namen großer Flüsse wie Idigna, der Tigris, und Buranun, der Euphrat. Auch die Namen einiger der ältesten Städte, wie Eridu oder Ur, scheinen nicht den typischen morphologischen Regeln des Sumerischen zu folgen. Selbst die Bezeichnungen für bestimmte Berufe, wie Bauer oder Hirte, wirken wie sprachliche Fremdkörper. Die Theorie besagt, dass diese Wörter Überbleibsel einer früheren, uns unbekannten Sprache sind, oder vielleicht mehrerer Sprachen. Sie wären demnach Lehnwörter, die von den Sumerern übernommen wurden, als sie in das südliche Mesopotamien einwanderten oder sich dort als Kultur formierten. Stellen Sie sich vor, die Sumerer kamen in ein Land, das bereits bewohnt war. Die ursprünglichen Bewohner hatten bereits Namen für die Flüsse, die Hügel und die Orte, an denen sie siedelten. Sie hatten Begriffe für die grundlegenden Tätigkeiten des Lebens. Als die sumerische Kultur aufblühte und ihre Sprache dominant wurde, verschwand die ältere Sprache langsam, hinterließ aber diese sprachlichen Fossilien, eingebettet in das Vokabular der neuen Herren. Diese hypothetische Sprache wird oft als proto-euphratisch oder proto-tigridisch bezeichnet. Wir haben keine Texte, keine Schrift, keine direkten Beweise für ihre Existenz. Alles, was wir haben, sind diese verdächtigen Wörter im Sumerischen, die wie erratische Blöcke in einer ansonsten geordneten geologischen Schicht liegen. Sie sind ein Flüstern aus einer Zeit vor der aufgezeichneten Zeit, der sprachliche Schatten eines Volkes, dessen Namen wir nicht kennen und dessen Geschichte für immer verloren sein könnte. Diese Theorie macht das Rätsel des Sumerischen noch tiefgründiger. Es ist nicht nur eine Sprache ohne Familie, sondern möglicherweise auch eine Sprache, die auf dem Grab einer noch älteren, vergessenen Zunge errichtet wurde. Eine Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Sie ist ein Werkzeug, das die Realität formt, das Denken strukturiert und Zivilisationen ermöglicht. Das Sumerische war ein solches Werkzeug, und zwar eines von unvergleichlicher Kraft und Präzision. In seiner dualen Funktion als heilige und als administrative Sprache schuf es die Ordnung, auf der die erste städtische Gesellschaft der Welt aufgebaut war. Betrachten wir zunächst die Sprache der Götter. In den Tempeln von Uruk und Nippur rezitierten Priester Hymnen und Epen in einem feierlichen, oft archaischen Sumerisch. Diese Sprache beschrieb die Schöpfung der Welt, die Taten der Götter und die Ordnung des Kosmos. Sie war rhythmisch, metaphorisch und voller Ehrfurcht. In Mythen wie dem Gilgamesch-Epos oder dem Abstieg der Inanna in die Unterwelt finden wir eine Sprache, die versucht, das Unaussprechliche zu fassen: Leben, Tod, Liebe und Verlust. Sie war das Medium, durch das die Sumerer ihre tiefsten Ängste und Hoffnungen artikulierten und ihren Platz im Universum verorteten. Doch nur wenige Schritte vom Tempel entfernt, in den Palastarchiven und Lagerhäusern, offenbarte dieselbe Sprache ihr zweites Gesicht. Hier war sie die Sprache der Bürokraten. Auf Tausenden von Tontafeln finden wir akribische Listen: Säcke mit Gerste, Krüge mit Bier, die Anzahl der Arbeiter auf einem Feld, die Zuteilung von Wollrationen. Hier war das Sumerische exakt, unpersönlich und absolut eindeutig. Die agglutinierende Struktur der Sprache, die klare Morpheme an einen Wortstamm anfügte, eignete sich perfekt für diese Art von präziser Buchführung. Ein einziges langes Wort konnte eine komplexe Transaktion beschreiben, die in anderen Sprachen einen ganzen Satz erfordert hätte. Diese administrative Präzision war das Betriebssystem der sumerischen Zivilisation. Sie ermöglichte die Verwaltung großer landwirtschaftlicher Überschüsse, die Organisation monumentaler Bauprojekte
und die Kodifizierung der ersten Gesetze. Ohne die Fähigkeit des Sumerischen, die materielle Welt so effizient zu katalogisieren und zu verwalten, wäre der Sprung von der Dorfgemeinschaft zur komplexen Stadtgesellschaft kaum denkbar gewesen. So war das Sumerische beides. Das Flüstern eines Gebets an den Mondgott Nanna und der unbestechliche Vermerk eines Schreibers in einem Schuldenregister. Es war die Sprache, die Himmel und Erde zusammenhielt. Die Lehre, die das Sumerische in der Landkarte der Weltsprachen hinterlässt, ist für den menschlichen Geist eine Provokation. Unser Verstand sehnt sich nach Mustern, nach Verbindungen, nach einer Lösung für jedes Rätsel. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Isolation des Sumerischen im Laufe der Jahre unzählige Theorien hervorgebracht hat, die von der akademischen Linguistik bis an den Rand der modernen Mythologie reichen. Mit der ruhigen Distanz des Historikers wollen wir einige dieser Interpretationen betrachten, nicht um sie zu verspotten, sondern um zu verstehen, was sie über unsere eigene Faszination für die Vergangenheit aussagen. Die seriöse Forschung, die komparative Linguistik, hat das Sumerische mit nahezu jeder bekannten Sprachfamilie verglichen. Von den dravidischen Sprachen Südindiens über die Munda-Sprachen bis hin zu den kaukasischen Sprachfamilien wurden mögliche Verbindungen untersucht. Jedes Mal war das Ergebnis dasselbe. Oberflächliche Ähnlichkeiten bei einzelnen Wörtern erwiesen sich als Zufall oder spätere Lehnwörter, während die grundlegenden grammatikalischen Strukturen und das Kernvokabular unvereinbar blieben. Doch wo die Wissenschaft an ihre Grenzen stößt, blüht die Spekulation. Besonders populär sind Theorien, die das Sumerische mit anderen isolierten oder agglutinierenden Sprachen wie dem Baskischen oder Ungarischen in Verbindung bringen. Diese sogenannten ural-altaischen oder turanischen Hypothesen waren im 19. und frühen 20. Jahrhundert weit verbreitet, gelten aber heute unter Linguisten als widerlegt. Die Methodik war oft fehlerhaft und die Ähnlichkeiten zu vage, um einer rigorosen Prüfung standzuhalten. Noch weiter gehen Interpretationen, die dem Sumerischen einen außerirdischen Ursprung zuschreiben. Eine Vorstellung, die durch populärwissenschaftliche Autoren bekannt wurde. Diese Theorien entbehren jeder wissenschaftlichen Grundlage und sind eher moderne Mythen, die das alte Rätsel in ein Science-Fiction-Szenario kleiden. Anstatt sie einfach abzutun, können wir sie als Ausdruck eines tiefen Wunsches sehen, die Sumerer und ihre Sprache als etwas wahrhaft Außergewöhnliches zu begreifen. Unsere Aufgabe ist es, einen ruhigen Mittelweg zu finden. Wir anerkennen die außergewöhnliche Einzigartigkeit des Sumerischen, ohne uns in Fantasien zu verlieren. Die wissenschaftliche Methode verlangt Geduld und die Akzeptanz, dass manche Fragen vielleicht unbeantwortet bleiben. Das Schweigen der Linguistik ist hier keine Niederlage, sondern ein Akt intellektueller Ehrlichkeit. Das Rätsel bleibt bestehen, ungelöst und faszinierend. Ein stilles Monument für eine verlorene Welt des Denkens. Nachdem wir die Pfade der Linguistik und Archäologie beschritten haben, wenden wir uns nun einer Disziplin zu, die erst in den letzten Jahrzehnten die Erforschung der tiefen Vergangenheit revolutioniert hat: der Archäogenetik. Kann der Code, der in den Knochen der alten Mesopotamier eingeschrieben ist, das Rätsel ihrer Sprache lösen? Kann die DNA uns verraten, woher die Sumerer kamen? Die Idee ist verlockend. Wenn die Sumerer als eine distinkte Gruppe
mit einer einzigartigen Sprache nach Mesopotamien einwanderten, sollten sie ein ebenso einzigartiges genetisches Profil hinterlassen haben. Durch die Analyse alter DNA aus Skeletten, die in sumerischen Städten wie Ur oder Girsu ausgegraben wurden, könnten Forscher nach genetischen Markern suchen, die sie von früheren oder benachbarten Populationen unterscheiden. Die Realität ist jedoch unendlich viel komplexer. Erstens ist die Gewinnung unverfälschter aDNA aus dem Nahen Osten extrem schwierig. Das heiße Klima führt zu einem schnellen Zerfall der empfindlichen Moleküle und birgt ein hohes Kontaminationsrisiko. Zweitens war Mesopotamien seit jeher ein Schmelztiegel der Völker. Über Jahrtausende hinweg gab es unzählige Wanderungsbewegungen, Eroberungen und Handelsbeziehungen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Sumerer genetisch schon früh mit ihren akkadischen Nachbarn und anderen Völkern vermischten. Eine klare genetische Signatur zu finden, ist wie der Versuch, einen Tropfen einer bestimmten Farbe in einem bereits tausendfach durchmischten Wassereimer zu identifizieren. Dennoch liefern erste Studien faszinierende Einblicke. Analysen von Skeletten aus der Bronzezeit im heutigen Irak und Syrien zeigen eine komplexe Bevölkerungsgeschichte mit Verbindungen zum Kaukasus, zur Levante und zum Anatolischen Plateau. Es gibt Hinweise auf Migrationen, die mit den klimatischen Veränderungen am Ende des 3. Jahrtausends vor Christus zusammenfallen könnten. Aber keine dieser Studien konnte bisher eine eindeutige sumerische Gengruppe isolieren. Die Genetik kann uns von den Wanderungen der Völker erzählen, aber sie kann uns nicht die Sprache verraten, die sie sprachen. Sprache ist ein kulturelles, kein biologisches Merkmal. Ein Volk kann seine Sprache wechseln, ohne dass sich seine Gene ändern. Und umgekehrt. Die Genetik fügt dem großen Mosaik unserer Kenntnisse über die Sumerer wichtige Steine hinzu. Sie zeichnet das Bild einer dynamischen, vernetzten Bevölkerung. Aber das letzte Geheimnis, der Ursprung ihrer einzigartigen, agglutinierenden Sprache, bleibt im Schweigen der Tontafeln verborgen. Ein Rätsel, das der genetische Code allein nicht zu entschlüsseln vermag. Bevor die Keilschrift in ihrer vollen Pracht als ein System zur Aufzeichnung von Literatur, Mythen und königlichen Edikten erblühte, gab es eine embryonale Vorstufe. Eine Schrift vor der Schrift, die uns an die äußersten Grenzen dessen führt, was wir über die Vergangenheit wissen können. Wir nennen sie Proto-Keilschrift und sie tauchte um 3200 vor Christus in Städten wie Uruk auf. Wenn wir diese frühen Tontafeln betrachten, sehen wir keine epischen Gedichte oder Gebete an die Götter. Wir sehen Listen. Es sind die ältesten Buchhaltungsunterlagen der Menschheit. Ein Piktogramm für einen Getreidehalm, gefolgt von Zahlen, ein stilisierter Kopf eines Rindes, neben weiteren numerischen Zeichen, ein Krug, der Bier oder Öl symbolisiert. Dies war die Geburt der Bürokratie, nicht der Poesie. Die Erfindung der Schrift war keine künstlerische Eingebung, sondern eine administrative Notwendigkeit. Eine wachsende, komplexe Gesellschaft brauchte ein Werkzeug, um Ressourcen zu verwalten, um den Überblick über Ernten, Vieh und verteilte Rationen zu behalten. Diese Tafeln sind faszinierende Fenster in die Organisation einer frühen Zivilisation. Aber sie bergen auch ein tiefes Rätsel. Wir können die Symbole oft deuten. Ein Fisch ist ein Fisch, ein Schaf ist ein Schaf. Aber wir können nicht mit letzter Sicherheit sagen, welche Sprache diese frühen Schreiber sprachen. Die Proto-Keilschrift war logographisch. Sie repräsentierte Ideen und Objekte, nicht unbedingt die Laute einer bestimmten Sprache. War es sumerisch? Höchstwahrscheinlich.
da sich die Keilschrift nahtlos daraus entwickelte. Aber in diesem frühesten Stadium ist die Verbindung zwischen Zeichen und Laut noch nicht explizit. Es ist eine stille Schrift, die uns zeigt, was gedacht wurde, aber nicht, wie es geklungen hat. Hier stehen wir an einer Schwelle. Auf der einen Seite die greifbare Realität von Gütern und Verwaltung, auf der anderen Seite die unhörbare Stille einer Sprache, die gerade erst beginnt, ihren Schatten auf den Ton zu werfen. Diese Tafeln erinnern uns daran, dass selbst die monumentalste Erfindung der Menschheit, die Schrift, in einem Nebel der Ungewissheit geboren wurde und dass unsere Reise in die Vergangenheit immer eine Interpretation dessen ist, was zwischen den Zeichen im Lehm verborgen liegt. Die sumerische Sprache mag verstummt sein, ihre Laute sind für immer im Sand der Zeit verweht. Doch die Ideen, die in dieser Sprache formuliert wurden, haben überlebt. Sie bilden ein stilles, aber machtvolles Erbe, das bis in die Fundamente unserer modernen Welt reicht, oft auf eine Weise, die uns gar nicht bewusst ist. Denken Sie an die Art, wie wir Zeit messen. Die Einteilung einer Stunde in 60 Minuten und einer Minute in 60 Sekunden ist keine naturgegebene Logik. Es ist ein direktes Überbleibsel des sumerischen Sexagesimalsystems, das auf der Basis 60 rechnete. Dasselbe System findet sich in der Geometrie wieder, wenn wir einen Kreis in 360 Grad unterteilen. Jedes Mal, wenn Sie auf eine Uhr blicken, nehmen Sie unbewusst an einem 5000 Jahre alten sumerischen Rechensystem teil. Doch das Erbe geht weit über die Mathematik hinaus. Die Sumerer gaben uns das Konzept der Stadt, des urbanen Zentrums, mit seiner monumentalen Architektur, seiner organisierten Priesterschaft und seiner spezialisierten Arbeitsteilung. Sie waren die Ersten, die Gesetze systematisch niederschrieben. Lange vor dem berühmten Kodex des Hammurabi schuf der sumerische König Ur-Nammu eine Gesetzessammlung, die versuchte, Gerechtigkeit zu standardisieren und die Willkür der Macht zu begrenzen. Die Idee, dass Recht, etwas Festgeschriebenes, für alle Sichtbares sein sollte, ist eine revolutionäre sumerische Erfindung. Und dann ist da die Literatur. Im Epos von Gilgamesch finden wir die frühesten Ausformulierungen von Themen, die die Menschheit bis heute beschäftigen. Die Suche nach Unsterblichkeit, die Freundschaft, die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit und sogar eine Sintfluterzählung, die verblüffende Parallelen zu späteren biblischen Geschichten aufweist. Diese Erzählungen wurden von den Akkadiern, Babyloniern und Assyrern übernommen und weitergegeben. Sie sickerten in den kulturellen Boden des gesamten Nahen Ostens ein. Die Sumerer mögen als Volk verschwunden sein, ihre Sprache ein akademisches Rätsel. Aber ihre Gedankenstrukturen, ihre administrativen, juristischen und mythologischen Konzepte wurden zum unsichtbaren Betriebssystem für nachfolgende Zivilisationen. Sie sind die stillen Architekten vieler Aspekte unserer Realität. Wir haben die Struktur des Sumerischen betrachtet, seine agglutinierende Natur, seine komplexe Färbkette und sein Ergativ-Absolutiv-System. Diese Merkmale machen es nicht nur zu einer Herausforderung für Linguisten, sie werfen auch eine tiefere, philosophische Frage auf. Haben die Sumerer anders gedacht, weil ihre Sprache so anders war? Dies ist das Kerngebiet der linguistischen Relativitätstheorie, oft als Sapir-Whorf-Hypothese bezeichnet. Die Idee, dass die Sprache, die wir sprechen, nicht nur unsere Gedanken ausdrückt, sondern sie auch formt und die Art und Weise, wie wir die Realität wahrnehmen, beeinflusst.
Betrachten wir die Ergativität. In den meisten europäischen Sprachen, wie dem Deutschen oder Englischen, steht das Subjekt im Zentrum, egal ob es eine Handlung ausführt oder einen Zustand erfährt. Der Mann geht und der Mann baut das Haus. In beiden Fällen ist der Mann der grammatikalische Dreh- und Angelpunkt. Im Sumerischen ist dies anders. Die Sprache unterscheidet, grammatikalisch scharf, zwischen dem Handelnden eines transitiven Verbs und dem Subjekt eines intransitiven Verbs. Letzteres wird grammatikalisch oft genauso behandelt wie das Objekt einer Handlung. Könnte diese grammatikalische Struktur eine Weltsicht gefördert haben, in der die Agency, die aktive Handlung, als etwas Besonderes markiert wurde? Eine Welt, in der der Fokus weniger auf dem Handelnden als auf der Handlung selbst und ihrem Ergebnis lag? Die agglutinierende Natur, bei der Wörter wie aus Legosteinen aus bedeutungstragenden Morphemen zusammengebaut werden, könnte eine sehr modulare, analytische Denkweise gefördert haben. Beziehungen zwischen Konzepten wurden nicht durch Wortstellung, sondern durch das Anhängen spezifischer Partikel an einen Wortstamm hergestellt. Dies könnte zu einer anderen Art der Kategorisierung der Welt geführt haben. Natürlich müssen wir hier vorsichtig sein. Wir können keinen Sumerer interviewen und ihn nach seiner Wahrnehmung von Kausalität fragen. Jede Schlussfolgerung ist spekulativ und die starke Version der Sapir-Whorf-Hypothese, die besagt, dass die Sprache das Denken vollständig determiniert, wird heute weitgehend abgelehnt. Dennoch bleibt der Gedanke verlockend. Das Sumerische ist mehr als nur ein Code, den wir entschlüsseln. Es ist ein Fenster in einen möglicherweise fremden, kognitiven Raum, eine Einladung, uns vorzustellen, wie die Realität durch die Linse einer völlig anderen grammatikalischen Architektur aussehen könnte. Unsere lange Reise durch die Welt der Sumerer nähert sich ihrem Ende. Wir haben die Entschlüsselung ihrer Schrift verfolgt, die seltsame und faszinierende Struktur ihrer Sprache analysiert, ihre Mythen erkundet und ihr stilles Erbe in unserer eigenen Zeit aufgespürt. Doch am Ende unserer Untersuchung stehen wir wieder vor der gleichen fundamentalen Frage, mit der wir begonnen haben. Woher kam diese Sprache? Nach all den Jahrzehnten intensiver Forschung, nach dem Vergleich mit unzähligen anderen Sprachen, lautet die Antwort immer noch: Wir wissen es nicht. Das Sumerische bleibt ein Isolat, ein sprachlicher Monolith, ohne bekannte Vorfahren oder Verwandte. Es ist ein einsamer Stern an dem riesigen Firmament der menschlichen Sprachen. Es ist leicht, diese Lücke im Wissen mit fantastischen Theorien zu füllen, wie es oft geschieht. Doch solche Spekulationen verfehlen die eigentliche Schönheit des Rätsels. Das wahre Vermächtnis des sumerischen Mysteriums liegt nicht in einer potenziellen, noch unentdeckten Antwort, sondern in der Frage selbst. Diese unbeantwortete Frage ist ein Monument unserer eigenen intellektuellen Grenzen. Sie zwingt uns zur Demut. Sie erinnert uns daran, dass die menschliche Vergangenheit unermesslich viel größer, komplexer und fremder ist, als wir es uns oft vorstellen. Sie ist der Beweis, dass ganze Zweige des menschlichen Stammbaums im Dunkel der Vorgeschichte verschwinden können und uns nur eine einzige, rätselhafte Stimme hinterlassen. Das Fehlen einer Antwort ist keine Niederlage für die Wissenschaft. Es ist ihr Antrieb. Es ist der Grund, warum Archäologen weitergraben, warum Linguisten weiter vergleichen und warum Historiker weiter interpretieren. Das Mysterium ist der Motor der Neugier. Die Schönheit der sumerischen Sprache liegt heute vielleicht weniger in dem, was sie uns sagt,
sondern mehr in dem, worüber sie schweigt. Ihr Schweigen über ihre eigene Herkunft ist ein Echo aus einer so tiefen Vergangenheit, dass es jenseits unseres direkten Verständnisses liegt. Und in diesem ehrfurchtsvollen Erkennen des Unbekannten liegt eine tiefe, intellektuelle Befriedigung. Das größte Geschenk der Sumerer an uns ist vielleicht nicht die Schrift oder das Rad, sondern das ewige Rätsel, das sie uns hinterlassen haben. Eine Einladung, für immer weiter zu fragen.